Hallo ihr Lieben, ich bin's. Ich werde euch heute mal wieder eine Weihnachtskarte zeigen, aber eben wieder eine Weihnachtskarte der etwas anderen Art. Und zwar habe ich, ist so eine alte Technik, aber es ist eine Technik, die gibt es schon länger. Und zwar benutze ich hier die Distress Oxides auf Glossy Paper. Und die Natur des der Oxides ist natürlich, dass die so stumpf werden und so eben dieses Kreidige haben. Und auf dem Glossy Papier kann man das ändern. Das ist so eine Methode das hat der Tim Holtz mal gezeigt und die ist ganz witzig. You know, guys, what I'm showing today is, of course, another non-traditional Christmas card, but before it's technical. I'm showing you a method. It's around since the Oxides, you know. Tim Holtz did that once with the Oxides. And, you know, when you use them in the way I do, they are always a bit dull because they have this chalky finish, but you can change that when you use them on glossy cardstock, and that's what I do here. So I put them on my craft mat, dab it in and dry it, and another color, and so on and so on. We all know what to do with it, and that's my leftovers. I put on some watercolor paper. Was überbleibt, das packe ich hier immer schön auf mein Aquarellpapier, benutze das für später übrigens. Nichts verschwenden. So, und I'm using different colors and dab it on, dry it, dab it on again, and so on. But of course, the interesting bit starts at the end, when that page is finished. That's the last layer here with the blue. Das ist jetzt die letzte Schicht, die ich nehme. Das ist so ein Blau. Sprühe mal schön Wasser drauf und dann dabbe ich meine Karte da rein und trockne eben wie sagt man das, jede Schicht. Und so, und dann ist das trocken und dann benutze ich hier dieses Microglaze. Das hat der Tim Holtz dann mal für sich entdeckt irgendwann und hat das aufgenommen bei Ranger. Ich habe das schon seit 20 Jahren, glaube ich. Das gibt's ewig. Das Judy Kins. Das ist, 20 Jahre nicht, aber ich habe das 2009 oder 2008 habe ich das gekauft mal. Und das ist halb alle, glaube ich. Braucht man nicht viel von. So, da geht man dann mit dem Schwämmchen drüber, gibt das auf, lässt das trocknen und dann wird das poliert mit einem Tuch. You know, that's the trick now, using this microglaze. Put it on and then let it dry a bit and then polish it just with a cloth. And then you have this shiny surface. It is incredible. Look at that. And I will do another one just to show you when you use your oxides here on a glass mat, what difference it makes. It looks a bit differently, so don't know. The drops will have a different shape and than they do on the craft mat. So it's just a bonus. I'm not doing something differently apart from using it on the glass mat. Ich habe jetzt hier noch so ein zweites Blatt gemacht. Das ist im Prinzip so ein Bonus. Ich mache nichts anderes, als es auf der Glasmatte zu benutzen. Was ich vorher auf der Kraftmatte gemacht habe, mache ich jetzt auf der Glasmatte. Die Tropfen sind ein bisschen anders. Das ist tatsächlich so. Das müsst ihr mal ausprobieren. Es gibt eine unterschiedliche Struktur. Das ist ganz interessant. Das wollte ich euch mal zeigen. Das ist noch so eine Bonusinfo, wenn ihr das nicht schon selber wisst. Meist findet man das ja so selbst raus, weil man ja schon mal verschiedene Untergründe benutzt. Aber genau hier mache ich das Gleiche. You see, I'm using the same here, the microglaze, and go over, put it on thinly, very thinly, and leave it to dry. And then I go over with a cloth. What I do with my heat tool, of course, I can spread. It's more waxy. It's not waxy, but oily waxy. With the heat tool, when you go over, you spread it out evenly, you know. So, and now with the cloth, polishing it, and that's it. That's my leftover paint I'm using here. So, now I'm starting with my card. So, und jetzt bin ich fertig. Ich habe eben noch ein bisschen mit der Heißluftpistole über das Glaze, das ich draufgegeben habe, schon gesagt, das ist ja so oilig, wachsig, das kann man damit ein bisschen oder verblenden. Verblenden ist vielleicht falsch, aber das breitet sich dann gleichmäßiger aus.
aber immer schön trocknen lassen, bevor du eben zum Polieren drüber gehst. Okay, hier jetzt fange ich an mit meinem Luftpolsterfolien hier und benutze weiß und blaue Acrylfarbe. Einfach es ist furchtbar heute, grauenvoll. Einfach um im Hintergrund noch sowas zu benutzen. Ein bisschen Stempeln hier. Ich werde eben diese Weihnachtskarte hier in so Mixed Media Journal Style halten. Das finde ich immer sehr schön. You know, I'm keeping this Christmas card here in a mixed media journal style, and I really, really like that. So these are cutouts. I had leftovers from my whole card making sessions here, Christmas card making sessions, and that's what gave me the idea using this Christmas trees. And I die cut them from my leftover background papers I made with my neon colors and white ones and crafty ones. So ich habe dann hier diese Bäume über gehabt von meinen Weihnachtskarten, Mammutsitzungen hier und habe dann teilweise ausgestanzt aus meinen Hintergründen, die ich noch habe, so Resthintergründe von dem Neon Colors hier, die Golden High Flows und dann einfach nur in Weiß oder auch in Kraftkarte. Und das mixe ich hier schön und klebe es dann so in einem Cluster auf. Das finde ich immer so schön im Cluster. Das gibt deinem kompletten Werk sehr viel mehr Tiefe, als würdest du die jetzt auf der Karte verteilen und eben in verschiedenen Höhen. So, das ist jetzt einer meiner Buchstabenstanzen, so mittlere Größe. Da wollte ich jetzt so ein großes Weihnachten haben, also Christmas drüber haben in schwarz. Das klebe ich jetzt einfach. You know, when you're putting these trees together, these leftover trees, it's always nicer to have them in a cluster in different heights because it gives your project so much more depth and balance. It balances so much better than having them scattered over the whole area. So keep that in your mind when you're gluing your focus on. So, and I wanted to use this big Christmas letters here, letter dies, that's what I did. So I line it out now and I messed it up at some because, I went over the lines, so into the trees. And I had to fix that. Ich habe hier so mit den Linien, die ich dann um die Bäume gemacht habe, ein bisschen, bin ich über die Linien gekommen in die Bäume. Das mache ich noch weg. Da werde ich gleich noch ein bisschen tricksen. Und bei der Kraftkarte in der Mitte, da habe ich auch einen Fehler gemacht. Die werde ich noch überkleben, weil das hat mir auch als Kraftkarte nicht gefallen, muss ich sagen. So gebe ich jetzt einfach weißen Posca drüber, wenn die Tinte natürlich trocken ist. With white Posca over the edges where I slipped, and of course the dye needs to, or the ink needs to be dry. So, and of course the craft card I couldn't fix that, and that's why I glue leftover here tree on top in my neon colors. So I rather prefer that actually afterwards when I saw that. It looks so much nicer. And on top of my trees, the colorful ones, goes this glossy accent just to give them even more substance, even more texture, you know. Ich habe dann hier auf die kolorierten Bäumchen noch mit Glossy Accent eine Schicht drauf gemacht, einfach um denen auch noch ein bisschen mehr Textur zu geben. Und jetzt klebe ich die schön auf meinen Layer, dann nehme ich einen roten und die Karte ist halt so groß, die geht über die ganze Karte dann, außer oben und unten, da sind dann die Ränder. You know, this is such a big card that goes over the whole card. Only the edges on top and on the bottom will show up. So that's why I layer it in this way. And I will use a craft card again to mat it, or as my card base. And that's actually it. There won't be a lot more, just glue it on. And then the close-up will come already. Das ist jetzt schon der Rest oder fast fertig. Ich klebe die jetzt noch schön auf meine Kartenbasis und dann kommt auch schon das Close-up und fertig. Ich mache jetzt nichts mehr. Ich habe überlegt, die vielleicht noch so ein bisschen zu schattieren, aber das fand ich dann zu viel. Die ist eh schon so unruhig. Fand ich so also wesentlich besser. Okay, guys. I say thanks a lot for watching.
I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. But most important thing, stay creative, guys. Bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar würde ich mich riesig drüber freuen. Ja, und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Aber bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, aber vor allen Dingen bleibt kreativ. Bis dann. Ciao.